Noch sind Jodtabletten vorrätig, die hoffentlich auch für unsere Patienten bleiben, die es wirklich brauchen. In Hessens Apotheken werden die Jodtabletten knapp. Und in Hessens Supermärkten wurde direkt alles leer gehamstert. Und jetzt aktuell kriegen wir auch schon nur noch geminderte Mengen geliefert. Aber wer hamstert denn? Sie vielleicht? Nein. Nein. Noch nicht. Nö, ich warte erst mal ab. Wir haben das Nötigste immer daheim. Seitdem der Haushalt nur mit 2 Personen ist, brauchen wir nicht mehr hamstern. Ich hoffe nicht, dass uns das betrifft. Aber ich habe festgestellt, dass es schon manches nicht mehr gibt und muss vielleicht auch ein bisschen Vorräte einkaufen. Das haben wohl schon viele getan, sagt der Supermarktbezirksleiter Marc Henneberg. Mehl aktuell kauft auch so gut wie jeder Kunde große Mengen. Ja, wir haben bei Mehl auch schon die Abgabe reduziert, dass wir nicht mehr so viel Mehl verkaufen an die Kunden, weil wirklich jeder auch Mehl hamstert, so wie es damals schon in der Pandemie angefangen hat. Ludwig Bossler ist Inhaber von 3 Märkten. Das Bild sei überall das gleiche, sagt er. Also die Leute kommen quasi mit Sonnenblumenöl oder mit Mehl und haben 20 oder 30 Flaschen oder Packungen. Und dann ist natürlich klar, mittags ist der Laden leer. Deshalb haben wir eine Mengenbegrenzung eingeführt und die ist halt beim Mehl und bei den Flaschen sind das 3 Stück. Und das versuchen wir an der Kasse natürlich auch zu erklären. Und das klappt oft, aber nicht immer so gut wie hier. Ja, teilweise lassen einfach ihren Einkaufswagen stehen oder ja, es kommt schon mal ein Spruch um die Ecke, aber ja, die meisten sind wie gesagt auch eigentlich nett und verständnisvoll. Genau. Und freuen sich überhaupt noch Ware zu finden. Heute ist mir ausgefallen, dass ich kein Öl zu Hause habe. Dann war ich woanders, fast überall, war kein Öl da. Ich komme aus Rüsselsheim, also das ist auch hier in der Nähe. Und nur um Öl zu kaufen. Mehmet Bulut ist mit seiner Bäckerei immer auf Öl angewiesen. Für unsere süßen Baklava, für unsere süßen Klößchen, was wir machen, die wir dann in Zuckerwasser einlegen. Dann brauchen wir für unseren Salat, für unsere Suppen. Wir brauchen eigentlich Öl für alles. Alles, was du beim Türken siehst, ist mit Öl verbunden. Sonnenblumenöl kommt häufig aus der Ukraine. Das könnte also knapp werden. Und wie steht's nun um die Jodtabletten? Markus Peschke ist Inhaber einer Apotheke im Frankfurter Nordend und sagt uns: Nicht mehr viel, wenn man bedenkt, dass ungefähr 10% der Bevölkerung auf Jodtabletten angewiesen sind. Die es dann natürlich nicht mehr gibt, weil andere, die nicht darauf angewiesen sind, sich die für einen möglichen Nuklearschlag nach Hause geholt haben. Denn Jod kann tatsächlich vor Strahlenschäden schützen. Das erreichen wir am besten mit dem Produkt von der Firma Lanacher mit 65 Milligramm pro Tablette, wo dann 1, 1,5 oder 2 Tabletten genommen werden können. Das ist aber schon seit einigen Wochen nicht mehr lieferbar. Die normalen Joddosierungen liegen bei 100 bis 200 Mikrogramm, sodass wir bei den 200 Mikrogramm mindestens 500 Tabletten bräuchten, um auf eine Schutzdosis zu kommen. Wobei diese Schutzdosis für Personen ab 45 Jahren nicht mehr geeignet ist, weil es dann durch die hohe Joddosierung zu Nebenwirkungen der Schilddrüse kommt, die zum Teil sehr schwerwiegend sind. Aber mal ehrlich, wenn man täglich mit Hamsterkäufen zu tun hat, legt man sich da nicht selbst einen Vorrat an? Ich persönlich noch nicht, weil ich noch nicht die Bedrängnis sehe, mir da Mehl zu hamstern. Nein, ich habe keine Jodtabletten daheim. Ich bin über 45 und ich darf schon genug Tabletten schlucken. Ich möchte keine 500 zusätzlichen. Das klingt vernünftig. Ich bin jetzt verbunden mit Ludwig Fröhlich. Er leitet den Krisenstab beim Arbeiter-Samariter-Bund Hessen. Hallo, Herr Fröhlich. Schönen guten Abend, Frau Brüning. Herr Fröhlich, muss mich das verzweifeln lassen, wenn die Jodtabletten ausverkauft sind? Ja, Frau Brüning, ich kann die Besorgnis der Bevölkerung, die Verunsicherung nachvollziehen. Derzeit besteht jedoch keine Gefährdungslage für die Bundesrepublik Deutschland und nach menschlichem Ermessen ist dies auch nicht zu erwarten. Was das Thema Jodtabletten angeht, raten wir grundsätzlich von einer vorbeugenden Einnahme von Jodtabletten ab. In allen 16 Bundesländern werden über die Katastrophenschutzbehörden entsprechende Vorräte an Jodtabletten in Lagern beheimatet, die, falls es zu einem Austritt in die Luft von radioaktivem Jod kommt und entsprechende Niederschläge hier in Deutschland zu erwarten sind, aufgrund unvorhersehbarer, im Moment auch nicht zu erwartender Ereignisse in der Ukraine, dann werden diese Jodtabletten von den Katastrophenschutzbehörden ausgegeben
Und nur auf Anweisung von den Katastrophenschutzbehörden sind auch diese Jodtabletten einzunehmen. Eine zu frühe oder zu späte Einnahme von Jodtabletten verfehlt eventuell die gewünschte Schutzwirkung. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Also ich glaube, ganz viele wussten das vorher nicht. Kommen wir jetzt mal zu anderen Artikeln, wie zum Beispiel Öl oder Mehl. Ist das sinnvoll, sich da jetzt massenhaft mit einzudecken? Wir kennen ja ähnliche Erfahrungen aus der Pandemiekrise mit Covid-19, wo das Toilettenpapier dann teilweise wochenlang ausverkauft gewesen ist. Ich halte das für Hysterie. Hamsterkäufe sind unsolidarisch. Mitmenschen werden dadurch benachteiligt. Es ist auch nicht sinnvoll. Eine vernünftige Vorratshaltung ist nachvollziehbar. Was ist denn vernünftig? Was ist vernünftig, genau. Das ist eine Vorratshaltung, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt, für circa 10 Tage. Das heißt, am allerwichtigsten sind Wasservorräte, weil sie mit dem Wasser auch ihre Nahrungsmittel zubereiten und natürlich die auch trinken zu sich nehmen sollten. Die Empfehlungen sind 2 Liter pro Person pro Tag. Das ist dann schon eine ganze Menge, wie gesagt, für 10 Tage Nahrungsmittel vorzuhalten und die dann auch wieder rollierend in Gebrauch zu nehmen und zu verzehren. Dann haben Sie immer einen aktuellen Notvorrat zu Hause vorliegen. Die Quelle, die Sie jetzt eben angesprochen haben, empfiehlt ja auch, dass man regelmäßig mal die Hausapotheke checken soll. Das ist sicherlich auch kein Fehler. Auf was sollte man da besonders achten? Ich kann jedem nur empfehlen, einmal selbst in die Hausapotheke hineinzuschauen und dort aufzuräumen, abgelaufene Medikamente auszusortieren, zum Apotheker zu bringen, der die fachgerecht entsorgt und dann den Bestand entsprechend zu überprüfen. Natürlich sollten Sie die Medikamente, die Sie täglich benötigen, auch in ausreichender Menge zu Hause vorhalten, aber diese Medikamente auch vor Kindern, dem Zugriff von Kindern entsprechend schützen. Und das, was Sie in Ihrem Autoverbandskasten haben, das empfiehlt sich auch als Verbandsmittel in der Hausapotheke vorzuhalten. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen und einen Kurs bei einer der hessischen Hilfsorganisationen besuchen, weil das rettet tatsächlich Menschenleben. Alles andere, Erkältungen und kleinere Verletzungen, bekommen wir mit der Hausapotheke gut in den Griff. Genau, und das alles gilt nicht nur für diese Zeiten, sondern eigentlich für immer. Ganz herzlichen Dank, Herr Fröhlich. Danke. Bitte schön. Schönen Abend noch. Ihnen auch.